Am 1. Februar des fernen Jahres 1907 wurden im Industrieviertel Vogelheim der deutschen Stadt Essen die Grundsteine für einen der traditionsreichsten Fußballvereine des Landes gelegt. Eine Gruppe junger Männer, überwiegend Arbeiter und Handwerker, schloss sich zusammen, um einen Fußballverein zu gründen, auf den ihr Viertel stolz sein konnte. So entstand der Sportverein Vogelheim. Die Initiative ging von lokalen Enthusiasten aus, unter denen Namen wie Jakob Heimann und Georg Melches hervorstachen. Letzterer sollte später eine Schlüsselfigur in der Geschichte des Vereins werden und dem alten Stadion von RWE seinen Namen geben. Diese jungen Männer waren weder reich noch berühmt, doch sie teilten die Leidenschaft für den Sport und die Idee von Gemeinschaft durch Fußball. Bis 1923 durchlief der Verein mehrere Umstrukturierungen und schloss sich mit anderen lokalen Formationen zusammen. In diesem Jahr nahm er schließlich den Namen an, der bis heute Symbol für Identität und Treue ist: Rot-Weiß Essen. Rot und Weiß, die Farben des Arbeiterstolzes und der fußballerischen Leidenschaft, wurden zum Emblem einer Bewegung, die erst noch die Herzen tausender Fans erobern sollte. Rot-Weiß Essen ist während seines gesamten Bestehens ein Symbol des Arbeitergeistes geblieben. Das Stadion an der Hafenstraße, über viele Jahre hinweg Georg Melches Stadion genannt, wurde zur Festung, in der sich Leidenschaft und Fußball vereinen. Die Tribünen füllen sich nicht mit Touristen oder Geschäftskunden, sondern mit den Menschen aus Essen. Bergleuten, Bauarbeitern, Lehrern, Jugendlichen und Veteranen. Alle gleichermaßen verbunden mit dem rot-weißen Trikot. In den 1930er und 1940er Jahren etablierte sich Rot-Weiß Essen allmählich als führender Verein in der Gauliga Niederrhein, einer der stärksten regionalen Ligen im nationalsozialistischen Deutschland. Trotz der Herausforderungen des Zweiten Weltkriegs überlebte der Klub und kehrte stärker zurück. Nach dem Ende des Krieges in einem zerstörten Deutschland wurde der Fußball zum Symbol des Wiederaufbaus. Rot-Weiß Essen wurde zum Stolz des Westens. Eine starke Spielergeneration, angeführt vom legendären Torwart Fritz Herkenrath und dem Torjäger Helmut Rahn, der später mit seinem Tor im WM-Finale 1554 zur nationalen Ikone wurde, brachte RWE auf die Landkarte der deutschen Fußballelite. Im Jahr 1953 gewann der Verein den DFB-Pokal und nur 2 Jahre später, am 26. Juni 1955, erreichte er seinen Höhepunkt. Im Finale in Hannover vor über 80.000 Zuschauern besiegte Rot-Weiß Essen den 1. FC Kaiserslautern mit 4:3 und wurde deutscher Meister. Als erster Verein aus Nordrhein-Westfalen, dem dies gelang. Als deutscher Meister wurde Rot-Weiß Essen der erste deutsche Verein, der am neu geschaffenen Europapokal der Landesmeister teilnahm, dem Vorläufer der heutigen Champions League. Im Herbst 1955 traf RWE auf den schottischen Club Hibernian aus Edinburgh. Obwohl man nach 2 Spielen ausschied, 0:4 und 1:1, schrieb der Verein seinen Namen für immer in die Geschichte ein. Als deutscher Pionier in Europa. Nach der Teilnahme an der ersten Bundesliga-Saison im Jahr 1966 konnte sich der Klub nicht dauerhaft in der Spitze etablieren. In den folgenden Jahrzehnten pendelte Rot-Weiß Essen zwischen erster, zweiter und unteren Ligen. Im Jahr 1977 folgte der letzte Auftritt in der höchsten Spielklasse. Danach eine Serie von Insolvenzen, Lizenzentzügen und dem Kampf ums Überleben. Im Jahr 2010, als Folge von Schulden und strukturellem Chaos, meldete RWE Insolvenz an. Der Verein wurde in die 5. Liga des deutschen Fußballs, die NRW-Liga, zwangsversetzt. Es war der tiefste Punkt in der Geschichte von Rot-Weiß Essen. Aber in Essen gibt man niemals auf. Im Jahr 2011 gewinnt RWE die NRW-Liga und kehrt in die Regionalliga West zurück. Die Fans lassen den Verein nicht im Stich. Im Gegenteil, sie unterstützen ihn noch leidenschaftlicher. Das Stadion ist immer voll. Am 14. Mai 2022, nach 14 Jahren Abwesenheit vom Profifußball, schafft Rot-Weiß Essen den Aufstieg in die 3. Liga. Es ist die Rückkehr, auf die die Fans mehr als ein Jahrzehnt gewartet haben. Die Plätze füllen sich, die Hafenstraße explodiert vor Freude.
Heute ist Rot-Weiß Essen einer der größten Regionalvereine Deutschlands mit über 13.000 Mitgliedern. Die finanziellen Herausforderungen bleiben, aber die Treue auch. RWE ist heute kein deutscher Meister, aber ein Meister in den Herzen seiner Stadt. Er ist ein Zuhause für Leidenschaft, Geschichte und Identität. Und das kann man nicht kaufen. Rot-Weiß Essen war nur der Anfang. Noch viele legendäre Vereine warten auf ihre Geschichte. Abonnier den Kanal und verpass keinen einzigen Moment.